Strategie bedeutet Konzentration auf das Wesentliche. Strategie ist nicht, ich baue mir ein Wolkenschloss, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Es können ja immer mehrere dazu. Ich habe mein eigenes Team, ich habe die Kunden und ich habe ein Unternehmen, was einen gewissen Nutzen für die Kunden bietet. Und daraus baue ich mir strategische Leitplanken, innerhalb von denen ich mich bewege. Und damit kann ich ein erfolgreiches Business aufbauen. Wie finde ich jetzt heraus, was eigentlich so die Eckpfeiler sind von meinem Business, ja, indem ich in die Vergangenheit schaue und herausfinde, wer sind denn die guten Kunden, die uns, wo uns die Zusammenarbeit Spaß macht, die uns weiterempfehlen, die uns Energie geben und wo wir auch gutes Geld damit verdienen. Wer sind die B-Kunden? Wie muss ich meine Kommunikation vielleicht verändern, damit die auch zu A-Kunden werden, dass sie den Nutzen verstehen, den wir ihnen anbieten? Und wer sind die C-Kunden, die vielleicht einfach nur Stress verursachen, weil sie unrealistische Anforderungen haben oder einfach die Rechnungen nicht bezahlen? Weil es ist viel besser, wenn ich meine Energie in die A-Kunden stecke, als in die C-Kunden. Natürlich möchte ich jetzt extrapolieren mit diesem Wissen, wie kann ich in der Zukunft mehr von diesen tollen A-Kunden erreichen. Und deswegen liebe ich auch das Strategie-nah. Die Verantwortlichen werden zusammen an einen Tisch gebracht und erarbeiten zusammen einen roten Faden, wie die A-Kunden in Zukunft erreicht werden können. Letztendlich geht es relativ schnell, wenn man weiß, wie. Und zwar zuerst definiert man die Zielgruppe eben anhand von bestimmten Merkmalen und Strukturen, die im Rahmen vom Strategie-nah erkannt werden. Und dann geht es darum, im zweiten Schritt, mal, was bieten wir eigentlich an und wo empfindet der Kunde tatsächlich Nutzen. Das geht ganz aus dem Bauch heraus, das ist auch überhaupt nicht trocken. Die Leute sind fasziniert, wie lebendig Excel sein kann. Und es funktioniert jetzt so, ich habe jetzt hier ein Bewertungskriterium, wie wichtig das bis zum Kunden ist. Also wenn er es gekauft hat, ist es natürlich eine 5. Wenn es, vielleicht hat man es ihm noch gar nicht gesagt, dass man es anbietet, dann und man denkt, der möchte es kaufen, dann wäre es eine 4. Wenn es unbekannt ist, ist es eine 3. Und wenn kein Interesse ist, also sie machen es selber, dann ist es eine 2. Und ansonsten Ablehnung wäre eine 1. Und so stellt sich eben heraus, dass bestimmte Leistungen beliebter sind wie andere. Und die Art und Weise, wie die Leistung erbracht wird, es gibt vielleicht auch Unterschiede und das, was der Kunde an Nutzen empfindet, ist vielleicht gar nicht so. Das stellt man erst fest, wenn man die Kunden einzeln durchgeht und daraus ergeben sich auch Muster. Und jetzt weiß ich eben, was die Themen sind, bei denen der Kunde offen ist oder auch Interessenten offen wären, egal wo, also im Außendienst, auf der Messe, auf der Website, in LinkedIn. Ich konzentriere mich auf die Themen, die den Kunden interessieren, wo er anfängt zuzuhören und habe damit schon mal einen wichtigen Punkt für meine Kommunikationsstrategie, dass ich manche Sachen weglasse und manche Sachen in den Fokus stelle. Was aber nochmal spannend ist an der Kundennutzenmatrix, dass ich sehe, manche Kunden, die kaufen quasi alles von uns und es gibt manche Kunden, die passen irgendwie nicht, die matchen nicht. Die haben viel weniger Punkte, die interessiert einfach nicht, was wir anbieten. Die sind vielleicht bei uns gar nicht so gut aufgehoben. Und der nächste Schritt ist jetzt, dass ich mich auf den Entscheider konzentriere. Und zwar den Entscheider von den A- und den B-Kunden. C-Kunden wollen wir ja nicht erreichen. Und da gibt es sicherlich irgendetwas, also gab es bis jetzt noch immer irgendein Muster, dass der oder die Entscheider eine bestimmte berufliche Historie haben oder vielleicht wegen alles Frauen sind oder ein bestimmtes Alter haben oder alle aus einer bestimmten Region kommen, irgendwelche Muster und die haben auch einen gewissen Ist-Zustand, mit dem sie auf uns zugekommen sind. Und dann passiert irgendwas, das Leben des Kunden wird leichter und diese kleinen Geschichten verbinden sich dann zu einer großen Geschichte. Da gibt es oft sehr ähnliche Gründe, warum ein Kunde sich einen neuen Anbieter sucht. Und das wird erarbeitet und daraus kann ich dann letztendlich eine komplette Sales-Strategie entwickeln, wenn ich sage, das sind die Top-Eigenschaften unseres Lieblingskunden, unseres A-Kunden.
Also die möchte ich in Zukunft mehr erreichen von diesem Kundentyp. Diese Kunden möchte ich auf gar keinen Fall erreichen. Diese Themen dürfen wir nicht kommunizieren, wo es dann zum Beispiel typischerweise man verkauft über den Preis. Es ist besser, über den Nutzen zu verkaufen. Dann eben diese Kundentransformation, was ich gerade im Schritt vorher gezeigt habe und noch viele andere Eigenschaften. Überhaupt geht es darum, dass man sich auch mal überlegt, wo möchte ich eigentlich in 5 Jahren stehen und dass man gezielt darauf hinarbeitet und jetzt nicht dadurch, was man in der Bestandskundenanalyse gemacht hat, dass man sich zu sehr in der Vergangenheit bewegt, sondern es soll einfach nur die Erfolgsfaktoren herausschälen und dann soll die Kommunikation so gedreht werden, dass wir einfach gemeinsam als Firma in die richtige Richtung gehen. Und ja, es ist ein total lebendiges Format und ja, ein richtiges Erlebnis und ich lade jeden ein, das strategienah einmal mitzumachen, weil es einfach hilft, seine eigenen Gedanken zu sortieren und einfach einen glasklaren Fokus zu bekommen. Und ja, es macht einfach Spaß.